Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil eines der größten Epen der Welt, das Mahabharat. Wir waren also stehen geblieben, als die Pandavas gerade aus dem brennenden Haus aus Wachs geflüchtet waren und nun unter einem Banyanbaum im Wald rasteten. Yudhishthir, Arjuna, Nakul, Sahadev und Königin Kunti waren eingeschlafen und Bhima wachte über seine schlafende Familie. Während er sie so betrachtete, dachte er, wie kann das sein? Seine königliche Mutter war es gewohnt, auf weichen Betten in einem Palast zu schlafen. Und nun war sie geflüchtet und musste hier auf dem Waldboden übernachten. Er war über diesen Zustand seiner Familie tiefst bekümmert und er schmiedete Rachepläne an Duryodhana. Während er also so im Wald saß, seine Familie überwachte, dass auch nichts passierte, während sie sich ausruhten, erwachte in einem anderen Teil des Waldes gerade ein Rakshasa, Hidimba. Rakshasas sind Menschenfresser. Und dieser Rakshasa wohnte auf einem großen Baum und sie sind nachtaktiv. Also es wurde gerade Nacht und sie wachten also auf und als er so aufwachte, schnupperte er Menschenfleisch. Dachte er. Hidimbi, rief er. Hidimbi war seine Schwester. Hidimbi, Hidimbi, ich rieche Menschenfleisch. Das wird ein Festmahl für uns. Wir hatten schon lange kein so ausgewogenes Festessen mehr. Bitte, geh doch diesem wunderbaren Duft nach und und töte diese Menschen für uns, sodass wir dieses Festessen haben können. Hidimbi, gerade aufgewacht, mit ihren riesigen Gestalt, mit ihren zerzausten orangen Haaren, ihren schwarzen, langen Fingern und ihren blutroten Augen, schnupperte ebenfalls das Menschenfleisch und sie sprang vom Baum und ging dem Duft nach, den sie im Wald roch. Und sie ging dem Duft nach und ging ihm nach und da sah sie Bhima unter dem riesengroßen Banyanbaum sitzen, der seine schlafende Familie bewachte. Als Hidimbi jedoch Bhima sah, da schoss der Liebesgott einen Pfeil in ihr Herz und sie verliebte sich sofort in Bhima. Sie dachte, wenn ich ihn töte und ihn aufesse, dann ist dieses Vergnügen nur sehr kurz. Aber wenn ich ihn dazu kriege, mich zu heiraten, dann kann ich ihn viel länger genießen. Und so überlegte sie sich, was sie denn tun könnte, und sie kam zu dem Schluss, dass sie sich in eine wunderbare Schönheit verwandelt. Also, sie veränderte ihre Form von ihrer hässlichen Rakshasa-Form in eine wunderschöne Form. Menschenfresser wie Hidimba und Hidimbi haben die Möglichkeit, ihre Form zu wandeln. Wir versuchen das heutzutage mit Make-up und Schminke und ziehen uns schöne Kleider an, doch Hidimbi hatte die Möglichkeit, einfach ihre gesamte Gestalt zu verzaubern. Und in dieser wunderschönen, zauberhaften Gestalt ging sie nun auf Bhima zu. Bhima wunderte sich. Wo kommt denn nun plötzlich, mitten in der Nacht, diese schöne Frau her? Ist es die Göttin des Waldes? Auf jeden Fall ist es sehr ungewöhnlich, dass mitten in der Nacht eine schöne Frau allein im Wald herumspaziert. Also ging er etwas skeptisch auf sie zu und fragte, wer bist du? Und Hidimbi sagte, ich bin Hidimbi. Mein Bruder Hidimba, der Rakshasa, hat mich geschickt, um euch zu töten. Er würde euch gerne aufessen. Da stand Bhima auf und doch wollte sie töten. Doch Hidimbi sagte, nein. Ich werde euch nicht töten. Ich habe mich in dich verliebt und ich würde dich gerne heiraten. Und, so
ging es eine Weile hin und her. Ah nee, es ging nicht hin und her. Hidimbi sagte, ich würde dich gerne heiraten und ich kann dich mitnehmen zu einer himmlischen Bergregion und da können wir ohne Störungen genießen. Und Bhima sagte, come on, ich werde meine Familie jetzt hier nicht verlassen, um mich mit dir zu vergnügen. Sie schlafen hier unter dem Baum und ich bleib hier, um sie zu bewachen. Ich kann sie jetzt nicht einfach verlassen. Und Hidimbi sagte, weck sie auf und ich nehme euch alle mit in die himmlische Bergregion. Und Bhima sagte, nein, nein, nein. Die letzten Tage, die letzten Wochen waren einfach zu anstrengend und ich möchte meiner Familie jetzt Ruhe gönnen. Ich werde sie nicht aufwecken. Aber mein Bruder, der Rakshasa, er wird kommen und euch aufessen. Bitte, bleibt hier nicht einfach, ich kann euch retten. Aber Bhima sagte, ich habe keine Angst vor Rakshasas. Ich habe keine Angst vor Gandharvas. Ich bleibe einfach hier, lass deinen Bruder kommen und ich werde schon mit ihm fertig werden. Mittlerweile wunderte sich Hidimba, wo denn seine Schwester bleibt. Und so ging er auch dem Duft nach und dann sah er Hidimbi in einer wunderschönen Form, wie sie mit dem Menschen redete. Und er verstand sofort, okay, seine Schwester hat sich in diesen Menschen verliebt. Und voller Wut ging er auf seine Schwester los und sagte, Hidimbi, du solltest diese Menschen töten und jetzt willst du ihn hier beeindrucken mit deiner wunderschönen Form? Wie kann das denn sein, dass du deinen Bruder missachtest und diese Menschen vorziehst? Und er rannte auf sie zu und sagte, ich werde dich zusammen mit diesen Menschen töten. Doch als er auf Hidimbi zurannte, um sie zu töten, kam Bhima und schnappte ihn, sagte, wie kannst du es wagen, deine Schwester töten zu wollen? Und er umklammerte Hidimba und er zog ihn von der Stelle weg. Denn Hidimba hatte einen fürchterlichen Lärm gemacht, er hatte rumgeschrien und Bhima hatte Angst, dass seine Familie nun aufwachen würde. Also zog er sie weiter weg und es entbrannte ein riesengroßer Kampf zwischen Hidimba und Bhima. Und sie kämpften und kämpften und kämpften und sie rissen Bäume aus und schmissen sie aufeinander und brüllten im Kampf. Und natürlich wachten die Pandavas auf und Königin Kunti wachte auf. Und Königin Kunti wachte auf und sah Hidimbi, die wunderschöne Gestalt. Und sie fragte, wer bist du denn? Und Hidimbi sagte, ich bin Hidimbi und eine Menschenfresserin, ein Rakshasa. Und mein Bruder, der wollte euch aufessen. Und nun kämpft er mit eurem Sohn. Ich hatte mich in ihn verliebt und wollte ihn heiraten. Doch nun kämpfen die beide. Und als die Pandavas das hörten, dann sprangen sie auf und guckten, okay, wo ist Bhima, wo ist Bhima? Dann haben sie ihn gesehen und gingen zu ihm. Und Arjuna ärgerte Bhima ein bisschen. Er sagte, hey, Bhima, hättest mich doch aufgeweckt. Ich wäre schon mit dem Rakshasa fertig geworden. Ich sehe schon, du hast ein bisschen deine Probleme hier, den Rakshasa zu töten. Und das spornte Bhima aber natürlich nur noch mehr an. Er sagte, ich habe die ganze Situation im Griff, Arjuna. Kein Problem, ich schaffe das schon. Dann sagte Arjuna noch, aber dann beeil dich, lieber Bhima, denn bald wird es hell. Und im Twilight, im Sonnenaufgang, dann werden die Rakshasas noch mal so richtig stark und wenden dann ihre Illusionen an. Beeil dich, dass du ihn vor Sonnenaufgang töten kannst. Und das spornte Bhima so richtig an und er gab sich noch mal extra Mühe und er schleuderte dann den riesigen Rakshasa, wirbelte ihn umher und schleuderte ihn gegen einen Baum, sodass sein Rückgrat gebrochen wurde und er tot zu Boden fiel. Und dann machten sich die Pandavas weiter auf den Weg. Nachdem die Brüder Bhima natürlich herzlichst gratuliert hatten zu diesem wunderbaren Sieg gegen den Rakshasa. Hidimbi folgte allerdings den Pandavas.
sie hatte sich ja in Bhima verliebt und sie ließ nicht ab von dem Vorhaben, ihn heiraten zu wollen. Also war sie einfach den Pandavas gefolgt. Doch Bhima sah das nicht gern. Er drehte sich um zu Hidimbi und sagte: Hey Rakshasi, verschwinde, bevor du noch eine deiner Illusionen anwendest und es noch wagen würdest, weitere Angriffe zu starten. Sonst werde ich dich dorthin schicken, wo ich deinen Bruder hingeschickt habe. Als Yudhishthir das hörte, beruhigte er Bhima und sagte: Bhima, es droht uns keine Gefahr von Hidimbi. Schließlich hast du ja ihren Bruder getötet. Bitte erschrecke sie nicht so. Sie stellt keiner Gefahr dar für uns. Sie ist eine Frau. Alles gut. Hidimbi dankte Yudhishthir und sprach dann mit Kunti, dass sie wirklich gerne Bhima heiraten würde und dass sie versprechen würde, immer den Pandavas sehr treu zu sein. Und sie bräuchten nur an sie zu denken und sie würde kommen und ihnen helfen. Aber sie hätte diesen Wunsch, Bhima zu heiraten. Sie könnte davon nicht ablassen. Als Yudhishthir dies hörte, sagte er, denn er hatte auch in Bhima die Seitenblicke bemerkt, wie er immer auf Hidimbi guckt, wenn sie davon sprach, dass sie ihn gerne heiraten würde. Er hatte gemerkt, dass Bhima nicht wirklich abgeneigt war. Und so sagte er, so soll es sein. Und dann hatte Bhima noch eine Bedingung. Er sagte, okay, aber sobald du einen Sohn hast, werde ich dich wieder verlassen. Denn wir haben noch eine große Mission vor uns. Yudhishthir, mein Bruder, muss sein Königreich wieder bekommen und er wird bald König und ich muss ihm dabei helfen. Hidimbi stimmte zu und dann trug sie alle Pandavas in eine himmlische Bergregion, die wunderschön war. Kristallklare Flüsse flossen, es blühte überall, es grünte überall, das Wetter war herrlich und dort in dieser Bergregion ließen sie sich nieder. Für 7 Monate lebten sie dort und nach den 7 Monaten kam Ghatotkacha auf die Welt, der Sohn von Hidimba und Bhima. Ghatotkacha war also auch ein Halbrakshasa und innerhalb von wenigen Tagen wuchs er zu einem Mann heran, zu einem Jüngling heran. Er wurde von den Pandavas in der Waffenkunst gelehrt. Und nachdem seine Ausbildung abgeschlossen war, verließen dann die Pandavas Hidimbi und Ghatotkacha und ließen sie allein zurück. Die beiden versprachen, falls die Pandavas irgendwelche Hilfe brauchten, sie müssten nur an Hidimbi oder Ghatotkacha denken und sie würden zur Hilfe kommen. Ghatotkacha hatte die Form eines Rakshasas, aber das gute Herz der Pandavas. Und so gingen sie, so verließen sie die himmlische Bergregion und wanderten weiter durch die Wälder, nicht wissend, was als nächstes kommt. Glücklicherweise erschien Vyasadev und er sagte ihnen, dass er von ihrem Schicksal, dass er ihr Schicksal wahrgenommen hatte, dass er es gehört hatte und dass sie als nächste Station nach Ekachakra gehen sollten und dort Zuflucht bei einer Brahmana-Familie suchen sollten. Doch wie es dann weitergeht in Ekachakra, das hören wir im nächsten Teil vom größten Epos der Welt, das Mahabharat. Hare Krishna.